Die 3. Armee. Sie naht im Eiltempo. Gegen Mittag, gerade noch rechtzeitig, erreicht sie das Schlachtfeld. Die österreichische Flanke im Norden wird überrannt. Den Österreichern und ihren Verbündeten bleibt keine Wahl. Wollen sie eine Umklammerung verhindern, müssen sie die Preußen durch einen Gegenangriff aufhalten. Der Sturm der österreichischen Reserven wird zum Wendepunkt der Schlacht. Jetzt können die Preußen ihren Trumpf ausspielen. Das preußische Zündnadelgewehr, der erste gut funktionierende Hinterlader. Bei ihm wird die Munition von hinten eingeladen. Wird der Abzugshahn betätigt, durchbohrt eine Zündnadel die Patrone und entflammt das Zündmittel, die das Geschoss nach vorne treibt. Ein tödlicher Vorteil gegenüber den mit Vorderladern bewaffneten Österreichern. Die Preußen können schneller und im Liegen nachladen. Der Soldat bleibt dabei in Deckung. Im Schnellfeuer der preußischen Zündnadelgewehre bricht der österreichische Gegenangriff zusammen. In knapp einer halben Stunde sterben Tausende. Ihr Tod entscheidet die Schlacht. Nur knapp entgeht die Armee Österreichs und seiner Verbündeten der völligen Vernichtung. Am Ende des Tages sind rund 15.000 Österreicher tot oder vermisst. Die Preußen verlieren nur rund 2.000 Mann. Für die Verwundeten beider Seiten ist der Krieg zu Ende, nicht aber die Todesangst. Erst seit 2 Jahren gibt es das Rote Kreuz, das das Leid auf dem Schlachtfeld notdürftig lindert. Mit der Schlacht von Königgrätz ist der Krieg entschieden. Österreich ist geschlagen. Der Regierung in Wien bleibt keine Wahl. Sie schickt ein Friedensangebot ins preußische Hauptquartier, Schloss Nikolsburg. Man bietet Preußen sofortigen Frieden und freie Hand im Deutschen Bund. Einzige Bedingung: Österreich will dem Sieger keinen Fußbreit Land abtreten. Bismarck will annehmen, nicht aber sein König, Wilhelm I. von Preußen. Die preußische Armee steht im Siegeslauf. Erwarten Sie allen Ernstes von mir, dass ich Sie nun vor den Toren Wiens anhalten lasse? Wir haben unser Ziel erreicht, Majestät. Jeder weitere Tag birgt die Gefahr, dass Österreich Hilfe erhält. Wir müssen jetzt Frieden schließen. Unsinn! Man muss in Preußen sagen können, dass wir Österreich ins Fleisch geschnitten haben und es von uns am eigenen Besitz gezüchtigt wurde. Wenigstens ein gewisser Teil Österreichs muss unbedingt an uns fallen. Ich zeige Ihnen verschiedene. Zum Beispiel könnte ein Teil Österreichs Deutsch-Böhmen sein. Ganz unmöglich, Majestät. Österreichisch-Schlesien. Unmöglich, Majestät. Mähren. Majestät, unmöglich. Unmöglich? Ich sage Ihnen, was unmöglich ist. Ein Auftreten wie das Ihre. Die Politik in Preußen wird immer noch vom König gemacht. Sie können gehen. Wilhelm hat ganz schlicht gedacht, wenn wir einen Krieg gewonnen haben, müssen wir Territorialgewinn haben, müssen wir auch einen ostensiblen Triumph erleben und so. Und Bismarck hat viel weiter gedacht. Bismarck hat gesagt, wir müssen sozusagen Österreich schonen, damit wir einen Partner in Zukunft haben. Auf den Widerstand des Königs reagiert Bismarck mit einem heftigen Wutanfall. Er selbst erinnert sich Jahrzehnte später noch daran. Schließlich stellt er den Monarchen vor die Wahl. Falls Wilhelm das Angebot Wiens endgültig ablehnt, wird er, Bismarck,
zurücktreten. Erst jetzt lenkt der König ein. Österreich behält sein Land und versöhnt sich schon bald mit dem Sieger. Und der erreicht sein Ziel. Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland ist geregelt. Im Sinne Bismarcks. Mit der Entscheidung von 1866 war klar, dass Deutschland und Österreich verschiedene Wege gehen würden. Und das war aus der Perspektive der Zeitgenossen eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Österreich war jahrhundertelang ein Teil Deutschlands. Nun war entschieden, das Deutsche Reich gründet sich ohne Österreich. Und der Weg Österreichs ist ab 1866 ein von Deutschland abgetrennter. Abgetrennt durch ihn, Otto von Bismarck. Der Sieg über Österreich macht den Buhmann zum Triumphator. Sein Sieg ist dem preußischen Vaterland ein Denkmal wert. Die Siegessäule in Berlin. Sie ist bis heute das zentrale Symbol für die deutsche Einigung durch Bismarck. An ihrem Fuß ein Bronzerelief der Schlacht von Königgrätz. In der Mitte die vergoldeten Rohre von erbeuteten feindlichen Geschützen. Und an der Spitze eine Siegesgöttin, die den preußischen Adlerhelm trägt. Ein steinerner Triumph. Das siegreiche Preußen herrscht jetzt in Deutschland. Während Österreich geschont wird, annektiert Preußen Gegner wie das Königreich Hannover und vereinigt sich mit anderen zum Norddeutschen Bund. Doch der reicht nur bis zum Main. Durch ein Veto Frankreichs bleibt der Süden Deutschlands unabhängig. Frankreich war gegen die deutsche Einheit. Das war aus rein machtpolitischen Gründen. Es war die erste Macht auf dem Kontinent. Und dazu sagen, wenn jetzt dieses aufsteigende Preußen, das ja in gewaltigem Tempo aufstieg, wenn das nun noch mal triumphierte, dann wäre das ganz gefährlich. Also wollte man von französischer Seite die deutsche Seite in Grenzen halten. Preußen vor allem in Grenzen halten. Nicht nur Frankreich will Preußen in Grenzen halten. Viele Süddeutsche, vor allem in Bayern und Württemberg, wollen die alte Unabhängigkeit bewahren. Ganz besonders die Herrscher. Erst ein Anstoß von außen bringt die Dinge wieder in Fluss. Er beginnt im schwäbischen Sigmaringen. Hier residieren die Fürsten von Hohenzollern, ein Zweig des preußischen Königshauses. (1870) bieten die Spanier dem ältesten Sohn des Fürsten, Erbprinz Leopold, die spanische Königskrone an. Der Prinz zögert, dann nimmt er an, nicht ganz aus freien Stücken, wie Briefe Bismarcks im Sigmaringer Staatsarchiv beweisen. Nur auf sein Drängen hin stimmt Leopold zu. Bismarck weiß, der französische Kaiser ist gegen einen Hohenzollern auf Spaniens Thron, fürchtet jeden weiteren Machtzuwachs Berlins. Ein Konflikt mit Frankreich aber scheint Bismarck fast unausweichlich, will er den Norden und Süden Deutschlands vereinigen. Mit Leopold provoziert Bismarck Frankreich zielbewusst. Es ging um die Frage, ist diese